Diese Fräser hier sind wirklich next level. Und guck mal bitte ein bisschen dichter, nur ein bisschen, ja, nur ein bisschen. Kauf keinen Scheiß. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Fräser für deine Oberfräse. Denn du willst es, ich gebe es dir, nämlich Videos zum Thema Zubehör. Und heute ein ganz interessantes Thema, und zwar möchte ich die Preisrange mal zeigen, die es gibt, und zwar von einfachen Fräsern im Verhältnis zu schon sehr guten Fräsern zu extrem guten Fräsern. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ich mache das Video heute aus mehreren Gründen. Und zwar ist es so, dass wenn du eine Oberfräse kaufst, oder wenn du mit dem Thema Oberfräsen anfangen willst, dann ist es so, du brauchst natürlich Fräser. Bei einigen wird immer so ein Fräser mitgeschickt, aber du brauchst ein Set an Oberfräsen. Und jetzt ist es so, dass ich in der Vergangenheit immer dieses Set hier, das hier stehen hatte und habe damit die ganzen Frästests für euch gemacht. Viele haben nach dem Set gefragt, hier und da und jenes. Und jetzt ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich das wie selbstverständlich nutze, aber ich möchte mit euch mal über diese Sets kurz sprechen und über das Thema Qualität. Denn es ist so, wir nehmen das hier mal kurz weg, weil das jetzt für das Thema gar nicht so wichtig ist, sondern, und guck mal bitte ein bisschen dichter, nur ein bisschen, ja, nur ein bisschen. Wir müssen ein bisschen privat reden. Kauf keinen Scheiß. Punkt. Also kauf einfach wirklich eine vernünftige Qualität. Schön, dass ich so gesagt habe, aber denk mal an Folgendes. Jeder kennt diese Sets, ja, und zwar das Set hier. So ein Set kennt jeder von euch. Und das hier, ja, ist das ganz klassische Set. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Fräser in einer dieser kleinen Holzbox. Und das ist einfach so, das hier ist mein persönliches Set und ich habe genau den Fehler gemacht, den du bitte nicht machst, wenn du mit Oberfräsen anfängst. Beziehungsweise, nein, es macht wirklich keinen Sinn. Kauf das hier nicht. Denn wir haben hier ein Set, das kostet zwischen 20 und 25 Euro. Es sind 6 Fräser drin. Was kostet das dich ein Fräser? So zwischen 2 Euro und ein bisschen. Ja? Etwas über 2 Euro. Hier haben wir ein Set von Bosch in einer wirklich guten Qualität, mit der du eine ganze Weile hinkommst. Das hier, ja, schauen wir uns das mal ganz kurz mal, wir gucken uns das gleich noch aus der Nähe an, aber noch mal ganz kurz mal, schaut mal, wie schön das aussieht. Ja? Wir haben hier ein Set, was wirklich eine gute Qualität hat, mit der man eine ganze Menge machen kann und mit der ich auch schon wirklich viel Schindluder getrieben habe. Wenn du übrigens wissen möchtest, welcher Fräser wofür geeignet ist und was du damit machen kannst, hier ist eine kleine Tabelle. Wenn du dir das noch ein bisschen genauer angucken willst, verlinke ich dir hier oben mal eine Seite, da kannst du das nochmal im Detail nachlesen. Ihr habt es ja gesehen, dass ich viel zu tief eingetaucht bin, sehr hart durchgezogen habe und so weiter und so fort. Trotzdem geht das Set noch. Jetzt müsst ihr Folgendes bedenken. Und zwar, ich finde immer Preis-Leistung wichtig. Wir haben hier ein Set für 20, 25 Euro, da kostet der Fräser 2 Euro. Wir haben hier ein Set für rund 50 Euro und wie immer findest du unten den ehrlichen Preisvergleich, da kannst du das Set auch gerne mal anschauen. Kostet um die 50 Euro, hier kostet ein Fräser 3 Euro. Ja? Original Bosch Qualität in einer wirklich guten Qualität, gute Standzeit, alles ist gut und das ist ein gutes Set zum Einsteigen. Ich bin der Meinung, wenn du dieses Set hier kaufst, ist es aus meiner Sicht, außer dass du sagst, ich weiß überhaupt nicht, ob Fräsen was für mich ist und ich möchte es mal ausprobieren, dann kann man sowas vielleicht mal machen. Aber macht es nicht. Also wirklich, macht es bitte nicht. Weil an den Fräsen habt ihr nicht lange Spaß. Deswegen kauft hier, nehmt 50 Euro in die Hand, habt hier eine sehr breite Auswahl, 15 verschiedene Fräser, mit denen du auch jede Menge machen kannst. Und ja, ich sag mal, wir machen das noch anders. Wir machen es anders. Wir lassen einfach Bilder mal sprechen. Ich blende dir mal einige Bilder von unseren Tests hier ein. Du hast gerade gesehen, wie genau diese Fräser hier fräsen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar die Schneiden an so einem Fräser. Wie gesagt, ich zeige dir mal, was ich meine. Ja?
schau mal hier. Wir haben hier ja den Fräser an sich, aber das hier sind die Schneiden, die hier vorne dran sind. Ja? Und diese Schneiden hier, die sind aus Carbid. Also wir haben hier Carbid-Schneiden, ergo sehr hartes Material. Wenn du dich zum Thema Carbid mal informieren möchtest, dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Da zeige ich dir, was man mit einer Stichsäge machen kann, nämlich wie viel länger ein Carbidblatt gegen ein herkömmliches Blatt hält. Nämlich enorm viel länger. Und genau das ist auch der Unterschied. Ja? Das hier ist ein ganz normal einfache Fräser und hier haben wir schon Carbidfräser. Ja? Also schon mal ein Riesenvorteil. Und wenn wir uns jetzt mal so vergegenwärtigen, ja, wir zahlen etwas mehr, aber wir bekommen halt auch viel mehr. Und die Standzeit ist enorm wichtig. Das Thema Preis-Leistung kommt eben genau daher. Wenn du dir andauernd so ein kleines Set nochmal kaufen musst, dann ist der eine Fräser kaputt, dann musst du den einen Fräser nachkaufen und am Ende kaufst du sowieso dann höherwertige Fräser, wenn du Spaß haben willst. Schauen wir mal ganz kurz so das Set hier an. Der hier steckt, glaube ich, irgendwo in irgendeinem meiner Fräser drin, aber schaut mal hier durch. Ja? Wir haben hier wirklich verschiedenste Fräser, beziehungsweise ich glaube, ja genau, verschiedenste Fräser hier, um entsprechend, wir haben hier Abrundfräser hier dabei, zum Beispiel den üblichen 3 mm Abrundfräser, wir haben Nutfräser, Falzfräser und so weiter und so fort. Also hiermit kommst du schon mal relativ weit. Hier haben wir übrigens auch gleich die Kugellage mit dabei, ja? Schon eine schöne Sache, die wir entsprechend anbringen können an den Fräsern. Übrigens, falls du dich fragst, warum hat denn der hier Dewalt, Bosch und Milwaukee Fräsen hier stehen? Aus einem ganz einfachen Grund, weil mich immer wieder eine Frage erreicht hat, und zwar, passen denn diese Fräser auch in andere Fräsen? Ja, natürlich passt das. Also du brauchst nicht Bosch Fräser für Bosch und Milwaukee Fräser für Milwaukee und andersrum. Du kannst es alles wild mixen, wie immer du möchtest, solange der Schaft passt. Hier bei Bosch, das was ich gezeigt habe, sind klassische 8 mm Fräsen. Es gibt hier natürlich auch 6 mm Frässets. Es gibt beide Sets, übrigens 8 und 6 und so weiter. Wie gesagt, schaut einfach mal unten in den Preisvergleich, da findest du alle Sets. Und natürlich passt das dann jeweils, wenn du die passende Aufnahme hast. Das habe ich in den ganzen Videos auch immer erwähnt, welche Fräser wo reinpassen. Und in der Regel ist es ja so, dass man auch verschiedene Einsätze hat hier in der Spindel für 6 mm, für 8 mm oder auch für größere. Wir hatten uns ja vorhin das hier angeschaut, das absolutes Einstiegssegment, wovon ich euch, wie gesagt, noch einmal abraten möchte. Und das hier ist etwas, wo ich sage, das kannst du als Einsteiger nehmen bis zum Fortgeschrittenen. Das ist schon ein wirklich gutes Set, mit dem du wirklich auch sehr gute Ergebnisse erzielen kannst. Wenn du jetzt aber sagst, ich gehöre jetzt langsam zu den Profis oder ich fräse enorm viel, wirklich sehr lang und habe sehr, sehr hohe Ansprüche, dann hat Bosch noch etwas anderes, und zwar diese Fräser. Diese Fräser hier haben nochmal einen gewaltigen Qualitätssprung. Das will ich nochmal ein Level oben drüber. Die kosten auch ein bisschen mehr. Welcher wie viel kostet? Schau das mal unten im ehrlichen Preisvergleich, weil die, je nachdem, was du davon kaufst, nicht welche Güte, sondern welche Durchmesser, welche Radien, kosten sie alle entsprechend anders. Aber hier ist es so, dass diese Fräser aus einem ganz anderen Material sind. Diese Fräser sind aus Kobalt, Titan und Wolfram, sind speziell gefertigt, und die sind deswegen so besonders, weil sie sind wirklich geeignet für sehr, sehr lange, harte Arbeit, beziehungsweise einfach eine sehr lange Standzeit. Das heißt, wenn du diesen Fräser kaufst, wirst du da wahrscheinlich extrem lange sehr gute Ergebnisse erzielen können. Ja? Das andere hier sind Carbidfräser, mit denen hast du auch jede Menge Spaß, aber das hier ist wirklich für jemand, der die jeden Tag benutzt, viele Meter damit fräst, Hartholz auch viele Meter damit fräst, und genau dafür gibt es nochmal diese Qualitätsstufe. Die kostet natürlich um einiges mehr, aber sie sind auch ihr Geld wert. Interessant ist übrigens auch diese Beschichtung hier. Das ist nicht einfach nur Farbe, sondern diese Beschichtung ist dafür da, um die Hitze auch ein bisschen rauszunehmen, ja? Damit das Ganze besser gleitet und man entsprechend weniger Wärme erzeugt und dadurch noch ein besseres Schnittbild hat. Wir werden das Ganze jetzt am besten gleich einfach mal ausprobieren und schauen wir mal, wie sie sind.
Du hast das Ganze gerade gesehen, du hast auch das Fräsergebnis gesehen. Das, was du aber nicht, ja, was man durch Sehen nicht so richtig rausbekommen kann, ist das Gefühl und auch wie die Späne sich verhalten. Diese Fräser hier sind wirklich next level. Du hast das Gefühl, wenn du mit diesen Fräsern fräst, dass als wenn kein Material vorhanden wäre, durch das du durchgehst. Wir haben hier Eiche. Das ist jetzt nicht unbedingt Material, was so weich ist. Und wo du schon bei sehr billigen Fräsern schon merkst, dass das Ganze dann rauer wird, also auch vom Ton her, egal auch welchen Motor du dafür nimmst. Und dann ziehst du das Ganze hier durch mit dem hier und du hast die ganze Zeit das Gefühl, keinerlei Widerstand zu haben. Ich habe ganz bewusst mit dem hier so tief wie es ging auch eingetaucht, um mal zu schauen, ob ich irgendwann Widerstand spüre, ob man da überhaupt irgendwas, nichts, gar nichts. Und auch die Späne sind feiner als normal, muss man wirklich sagen. Also es sind noch feinere Späne und du merkst dort, du hast ein absolut 1000% perfektes Fräsergebnis. Insofern lohnt es sich schon, hier als Profi in die nächste Liga auch einzusteigen und diese Hightech-Fräser dann auch ins Sortiment aufzunehmen. Dafür und das, um euch aber mal so die ganze Range auch zu zeigen. Wie gesagt, hier schaut mal unten im ehrlichen Preisvergleich, da seht ihr auch, was solche Fräser kosten und was genau der Fräser kosten würde, für den du dich interessierst. Die hier gibt es nach meinem Wissen auch in keinem Set, sondern die stellst du dir einfach selbst zusammen, so wie du sie halt brauchst. Ich bin sehr gespannt über deine Kommentare, dein Feedback. Schreib es mal unten einfach rein und dann diskutieren wir da einfach weiter. Und bitte schreibt auch mal rein, macht mal Hashtag Zubehör, welches Zubehör als an Werkzeug ich für euch nochmal testen soll, wo ich nochmal reingehen soll und was wir uns nochmal genauer anschauen sollen. Und vielleicht auch, wenn du sagst, du möchtest hier nochmal tiefer rein, ich soll nochmal viel mehr damit testen und mit denen testen und so weiter, schreib es einfach unten in die Kommentare und schon werden wir das demnächst machen. Jetzt aber ran an die Fräse und bis zum nächsten Mal.